Ich bin seit halb 2 Uhr munter. Vielleicht hast du zu viel Wein getrunken oder zu viel fetten Käse gegessen? Oder kann es sein, dass dir der große Elefant, den du in Nantes getroffen hast, durch den Kopf geistert? Wir versuchen Nevers zu erreichen. Ich habe gestern geschaut mit Google Maps, das ist 55 Kilometer entfernt. Ich möchte die Subaru mal anschauen, die leicht von der Frau. Mit 15 km/h durch Europa. Der heutige Tag beginnt mit einem leichten Frühstück. Pâté de Campagne, das ist eine französische Landpastete. Und dazu noch reichlich fetten Käse? Gerhard, bei so viel Kalorien sollte heute eine Bergwertung anstehen. Meinst du nicht? Heute hat es kaum 20 Grad, es hat also mächtig abgekühlt gegenüber gestern. Nachdem ich festgestellt habe, dass der Rucksack nicht wasserdicht ist, gebe ich das Notebook samt Notebooktasche in den Plastiksackerl. Um 13 Uhr liegt die Lufttemperatur immer noch bei erfrischenden 17,5 Grad Celsius. Während ich das Geschirr mit der Hand reinige, trocknen das Zelt und die Plane. Von Saint-Sature nach Les Vallées, Eurovelo 6. Heute Abend will ich unbedingt in Nevers sein. Deswegen bin ich über die späte Abfahrt etwas verärgert. Zählt man im Bikeline-Radtourbuch die Kilometerangaben zwischen Saint-Sature und Nevers zusammen, dann sind es mehr als 70 Kilometer, die ich noch zurücklegen muss. Und dabei ist es jetzt schon 14 Uhr. Elisabeth hat mir am Telefon erzählt, dass sie zu Hause mit den Motten kämpft. Motten? Also im Zelt habe ich noch keinen entdeckt. Na, vielleicht reisen die gar nicht so gerne. Na, wieder mal orientierungslos? Nein, überhaupt nicht. Garmin meint, ich muss nach Marseille und ich glaube ihm. Vor einer Weide halte ich an. Dort grasen Pferde und die strahlen eine besondere Ruhe aus. Und in dem Moment beneide ich sie sogar, denn die haben das Futter immer vor sich. Gerhard, stell dir vor, wie du wohl aussehen würdest, wenn du immer einen vollen Teller vor Augen hättest. Na, wie großartig ist das denn? Ein Tandem mit Anhänger. 2,5 Kilometer vor Pouilly-sur-Loire steigt die Neugier ins Unermessliche. Ich will unbedingt wissen, wie die Landschaft von oben ausschaut. Und dazu nehme ich die Drohne aus dem Anhänger. Aus Angst, die Drohne könnte mir davonfliegen, bleibe ich abrupt stehen und vergiss dabei ganz auf die Schuhe, die immer noch fix mit den Pedalen verbunden sind. Heute bin ich zum zweiten Mal während dieser Tour gestürzt. Mein Vater hatte für solche Fälle 2 Sprüche parat. Was dich nicht umbringt, macht dich nur noch härter und ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich bestätige die erste Theorie, denn dass ich kein Indianer bin, das wird mir so richtig bewusst, als die Wunde zu brennen beginnt. Von Les Vallées nach Erie, Eurovelo 6.
geht wunderbar zum Treten. Man kann da wirklich Kilometer machen durch diesen Landschaftsstrich. Man ist da locker schon eine Viertelstunde oder 20 Minuten mit Tempo 23 bis 25 Angesichts deiner schwachen unterwegs. Kondition gehe ich davon aus, dass dich der Rückenwind treibt und diese Geschwindigkeit ermöglicht. Oder? Von Eri nach Marseille-les-Aubigny, Eurovelo 6. In dieser Ortschaft La Capelle entdecke ich Epicerie, diese Aufschrift Epicerie, und ich habe das schon ein paar Mal gesehen, wenn es Lebensmittel zu kaufen gibt. Gerhard, jetzt bist du schon mehr als 2 Wochen in Frankreich unterwegs, und dein Vokabular erstreckt sich immer noch auf die Namen von Liedern, Sängern und Ortschaften. L'Épicerie heißt Lebensmittelgeschäft. Na, ist das witzig? Das Geschäft betritt man über den Weg durch den Garten. Damian verkauft mir ein kühles Mineralwasser, einen Apfel und ein Leckerli für fleißige Radfahrer. Dieser Streckenabschnitt hier hat es in sich. Eine lange Gerade. Und man mag sich noch anschauen, wie gerade das ist. Also diese Linie wie mit einem Lineal gezogen und total eben asphaltiert, also keine Wurzelerhebungen oder sonstige Erhebungen. Das geht wie auf Schienen dahin. Einfach fantastisch. Ich bin noch, weiß nicht, ca. 6-5 Kilometer von Marseille entfernt. Jetzt kommt ein Radfahrer. Hallo. Marseille-les-Aubigny liegt, so wie es scheint, inmitten von Frankreich. Folgt man dem Eurovelo 6 vom Atlantik nach Osten, dann fährt man, so wie ich, durch die Städte Saint-Nazaire, Nantes, Angers, Tours, Blois und Orléans. Spannend ist, dass der Fluss von Norden zu kommen scheint. Erst bei Orléans wechselt die Loire die Richtung. Dann strömt sie nach Westen zum Atlantischen Ozean. Marseille-les-Aubigny. Vor einigen Augenblicken noch am Ufer der Loire entlang empfängt mich jetzt der Kanal lateral. Und just in dem Moment bewegen sich die Schleusen, um ein Schiff durchzubefördern. Oh, wie schön! Hey, ich habe das komische Gefühl, dass du dich wieder mal verirrst. Also hin und wieder nervt mir das Gewissen gewaltig. Ich wollte mir doch nur die Schiffe anschauen. Von Marseille-les-Aubigny nach Nevers, Eurovelo 6.
Bis zur nächsten Ortschaft sind es noch 13 Kilometer. 13 Kilometer außerhalb der Zivilisation. Das bedeutet, ich werde kaum Menschen begegnen, keine Kraftfahrzeugabgase einatmen und nur die ruhigen Stimmen des Windes und der Tiere vernehmen. Na, ist es toll? Elisabeth hat mir heute Morgen über die Unwetter in unserer Gegend erzählt. Sie hat gesagt, dass die Medien darüber berichtet haben und hat mich gefragt, ob ich nicht Fernseher oder Nachrichten höre. Naja, ich gebe ja zu, dass die heutige Technik überall einen Zugang zu Informationen ermöglicht. Zumindest bei uns in Europa. Gleichzeitig ist es ein Teil meiner neu gewonnenen Lebensphilosophie, so viel wie möglich mit der Natur zu leben und die menschlichen Einflüsse zu verdrängen. Und ich genieße es mit jedem Lebensmoment mehr. Ja, 7 Kilometer vor Küffi zeigt jetzt der Radweg nach links. Und da auf der Karte, da führt er im Prinzip am rechten Ufer. Sehr interessant. Gerhard konzentriert sich voll und ganz auf die Karte. Dabei entgeht ihm ein wichtiges Merkmal. Denn die Tafel zeigt gar nicht zur Brücke, sondern auf den Pfad, der vor der Straße zum Flussufer führt. Das beweist wieder einmal mehr, wie sehr Menschen von äußeren Einflüssen abgelenkt werden können. Und dabei sind hier nicht mal schöne Frauen im Spiel. Kaum vorzustellen, wo er da heute Abend angekommen wäre. Hallo mein Freund. Wer kommt denn da? Ah, sind wir neugierig? Ein kleiner Wuffi, aber zum Glück ist der Zaun zwischen uns. Der Velo geht da nach links rüber, da unten durch die Brücke durch. Das ist der Clou, nicht über die Brücke drüber. Da geht er auf der rechten Straßenseite weiter. Hallo, ich bin es, dein Gewissen. Du hast doch schon viele Radreisen gemacht. Gab es Situationen, wo du dich gefürchtet hast? Ich erinnere mich an Polen. Damals, im Jahr 2016, hatte ich kein Navi und keine Offline-Karten am Handy. In einem hügeligen Waldgebiet habe ich mich dann verirrt. Wie aus dem Nichts ist ein älterer Mann mit einem Fahrrad aufgetaucht. Wir konnten uns kaum verständigen. Und trotzdem schien er irgendwie zu begreifen, dass ich eine Hilfe brauchte. An einer Lichtung ist er dann plötzlich vom Fahrrad abgestiegen und hat einen Stein aufgehoben. Und nur wenige Augenblicke später nimmt er dann den Stein als Werkzeug, nur um mir zu zeigen, wie ich am schnellsten aus diesem Waldstück rauskommen würde. Der Canale Laterale à la Loire beginnt in Digoin, wo er an den Canale du Centre angrenzt. Am linken Ufer der Loire folgt er dem großen Fluss in nordwestlicher Richtung. Bei Briare überquert er das königliche Gewässer und mündet nur wenige Kilometer danach in den Canale de Briare. Die Gesamtlänge beträgt im Jahr 2018 196 Kilometer. Do you speak English? Entschuldigung, sprecht ihr Englisch? Little? Bicycle way number 6. Ich suche den Radweg Nummer 6 nach Nevers. 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 Nevers là-bas. Ja, aber Radweg ist hier. Bicycle way is direction here. Ah, pour les cyclistes bah, le canal. Pour aller à Nevers, pour les cyclistes Ja. Eh ben regardez. Regarde. Und dann wahrscheinlich. À gauche. Ich weiß selbst nicht, wieso ich eine Frage, die ich nicht verstehe, mit einem Verständnis quittiere. Ist es angeboren oder dient es dazu, die Selbstsicherheit zu unterstreichen? So sehr sich der freundliche Mann auch bemüht. Ich verstehe kein Wort. Non, il veut passer par les vélos. Donc le canal. Quoi. Ah, c'est le canal. Ah, c'est le canal, il faut suivre le canal. Hier, ne? Ouais. Wow, ich kann mich gar nicht erinnern, die Loire jemals so aufbrausend gesehen zu haben. Gerhard,
Das ist nicht die Loire. Das ist die Allier. Die geht ein paar hundert Meter nördlich eine Verbindung mit dem königlichen Fluss ein. Bis Nevers sind es noch 12 Kilometer. Wenn ich durchschnittlich 15 km/h halten kann, dann komme ich in ca. einer Stunde an. Dann ist es 20:15 Uhr und mir bleibt gar nicht mehr viel Zeit, um das Zelt noch unter Tageslicht aufzubauen. Hier ist es ja so romantisch. Ich verdränge die Gedanken, heute unbedingt Nevers erreichen zu wollen und mache mir's ganz einfach gemütlich. Was soll's? Es wäre nicht das erste Mal, dass mir eine Sitzbank als Bett dient. Das war aber eine kurze Pause. Hast du dich doch dafür entschieden, die Nacht im warmen Schlafsack zu verbringen? Mein Gewissen weckt Rechtfertigungsgedanken. Ich brauche doch den Campingplatz, um die Akkus zu laden und um mit Elisabeth Videochatten zu können. Also sowas. Ich bin echt froh, dass Elisabeth nach 30 Jahren Ehe endlich Verständnis für eine längere Reise hat. Ist das so, Gerhard? Erinnere dich an das Telefonat an heute Morgen. Da hat das anders geklungen, oder? Naja, eine Woche Frankreich noch, dann die Schweiz noch, dann Deutschland noch, dann ist jetzt noch 3 Monate zusammen. 5 Kilometer vor Nevers. Hallo. Halt an. Da gibt es etwas zu futtern. Na, ich ist heute am Campingplatz in Nevers. Egal wann ich ankomme. Und dir, innerer Schweinehund, dir verpasse ich einen Tritt in den Allerwertesten. Wie so oft hilft mir Google Maps beim Auffinden des Campingplatzes. Und wie so oft arbeitet Gerhard immer noch an der Beziehung zu Garmin. Wow. Aber das ist jetzt die Loire. Da bin ich mir ganz sicher. Ich bin erschöpft und zugleich glücklich. Ich bin in Nevers, 780 Kilometer von La Boule im Atlantik entfernt. Nach 16 Tagen im Sattel fällt es mir schon sehr schwer, die Zeit nach Wochentagen einzuteilen. Zeitungen und Fernsehen sind nahezu schon Fremdwörter. Trotz der späten Stunde wende ich mich noch 2 jungen Menschen zu, die, so wie es scheint, ebenfalls mit den Rädern unterwegs sind. Oh, here. Yeah. You can see us. So, my name is Gerhard. You are Simona. Simona and Jacob. Woher kommt ihr? Willst du wissen, wo wir die Reise angetreten sind? Oder wo wir wohnen? Wir sind mit den Rädern in Saint-Nazaire gestartet. Das ist in der Nähe der Küste. Seid ihr über die Brücke gefahren? Nein. Der Radweg entlang der Loire beginnt zwar in Saint-Nazaire, doch da hätten wir über die Brücke fahren müssen. Wir haben im Internet nachgesehen. Die Überquerung der Brücke war uns zu gefährlich. Wir haben uns entschieden, vom gegenüberliegenden Ufer wegzufahren. Wie viele Radtouren habt ihr denn schon gemacht? Das ist die 3. Tour. But for now, like these are my parents' bikes, and some of our some of this stuff,
Also wenn ich die beiden richtig verstehe, dann haben sie sich die Räder und das Reiseequipment von den Eltern ausgeborgt. Manchmal festigen wir die verbale Unterhaltung mit Händen und Füßen. We did in Germany, we did the Europa-Radweg, maybe you know it, and the Elbe-Radweg. The Elbe-Radweg is also Aha, die sind also den Elbe-Radweg in Deutschland gefahren. Sehr interessant. Und schon wieder ertappe ich mich, wie ich eine Verständnisquittung abgebe, obwohl ich gar nicht alles verstanden habe. The Europa-Radweg is from Amsterdam, let's say from the Netherlands to Berlin and east. Ich glaube, die meinen den Ostseeküstenradweg. Gerhard, du weißt schon, Glauben ist nicht gleich Wissen. Zur Orientierung nutzen wir das Bikeline-Radtourenbuch vom Esterbauer Verlag. And here you saw today. Hey, die verwenden ja auch ein Bikeline-Buch, wo die Route vom Atlantik bis nach Nevers eingetragen ist. In meinem beginnt die Streckenführung ab Orléans. Da habe ich mich schon am 9. Reisetag drüber gewundert, am Weg von La Boule nach Palmboeuf, als mir Larissa aus Freiburg ihr Buch gezeigt hat. Tja, da bin ich also mit einem alten Radtourenbuch unterwegs, so wie es scheint. Hier. Das ist der Eurovelo 6. Das habe ich nicht gewusst. Während unserer ersten Radtour haben wir diese Art des Reisens sofort liebgewonnen. Wir waren den ganzen Tag draußen, haben mit vielen Menschen gesprochen und hatten nette Begegnungen. Ich glaube, wir haben dich unterwegs gesehen. Da waren 2 große Tische und auf einem Tisch lagen unheimlich viele Kleidungsstücke. Daneben waren ein Zelt und andere Dinge zum Trocknen ausgebreitet. Gerhard, erinnere dich. Vor 4 Tagen, als du von Olivet nach Châteauneuf gefahren bist, hast du genauso einen Rastplatz benutzt, wie sie ihn beschreibt. Das war in Saint-Dion. Die beiden sind irrsinnig sympathisch und wir könnten noch stundenlang miteinander plaudern. Doch das helle Abendlicht täuscht. Es ist nicht Spätnachmittag, sondern es ist bereits später Abend. Es ist nämlich schon 22 Uhr und ich bin wirklich todmüde. Das wäre das erste Mal auf einer Radtour, dass ich im Stehen einschlafe. Und um das zu vermeiden, packe ich diese nette Unterhaltung in meinen Wohlfühlrucksack und gehe damit schlafen. Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.